Müller-Stevens, 2025 startet das St. Gallen-Kollegium. Wie beschreiben Sie diese neue Institution in ein paar Sätzen? Vielen Dank, Herr Diener, dass ich das St. Gallen-Kollegium in dem Zusammenhang vorstellen darf. Eigentlich sehe ich das St. Gallen-Kollegium als eine Antwort auf zwei gegenläufige Entwicklungen. Einerseits sehen wir, wer bei der Spitzenforschung mitmachen will, erfolgreich mitmachen will, muss sich immer mit engeren Themenstellungen begnügen, damit er wirklich einen Beitrag leisten kann, weil das Wissen so enorm geworden ist. Also Verengung einerseits in der Forschung, aber andererseits, wenn man auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen schaut, digitale Transformation, demografischer Wandel, Transformation zur Nachhaltigkeit, dann sind es extrem komplexe Themen. Komplexe Themen, die einen multidisziplinären Zugang verlangen, wenn man sie verstehen will oder zu Lösungen beitragen will. Und das ist genau das, was viele Spitzenuniversitäten in der Welt dazu veranlasst hat, solche Kollegien, Wissenschaftskollegien aufzusetzen. Und so eigentlich auch wir an der HSG. Und ich sehe es im Prinzip wie so einen zusätzlichen Baustein in der Architektur der HSG. Ein Baustein, der quasi quer über unsere bestehende Struktur der Fakultäten, der Schools quer rüber liegt. Sie präsidieren nun den Beirat dieser Institution. Was hat der für eine Rolle? Der Beirat muss erstens die Ziele des St. Gallen-Kollegiums festlegen. Er muss sie evaluieren, wie gut sind wir unterwegs sozusagen. Aber natürlich auch von Anfang wird es noch nicht alles perfekt sein, auch die Weiterentwicklung begleiten. Das ist eine Aufgabe vom Beirat. Dann wird ja jeder Kollegiumsjahrgang hat eine eigene breite Themensetzung und die finale Verabschiedung dieses Themas liegt beim Beirat. Wichtig auch, das Kollegium lebt ja von den Fellows, ja, und die finale Auswahl der Fellows, die Entscheidung trifft auch der Beirat. Und natürlich auch so ökonomische Dinge wie Budgetierung, Budgetüberwachung, Fundraising liegt in der Steuerung auch beim Beirat. Und an der Stelle auch der große Dank wieder einmal mehr an unsere HSG-Alumni, die auch dieses Projekt großzügig unterstützen. Nun präsidieren Sie ja diesen Beirat. Wo sehen Sie die besondere Aufgabe als Präsident? Okay, mein Heimatgebiet ist die Strategie und die besondere Aufgabe sehe ich mal zuerst in der strategischen Positionierung. Wir sind ja nicht die Einzigen und Ersten, die mit einem solchen Kollegium unterwegs sind. Und so sehe ich meine Aufgabe, zusammen natürlich mit dem Beirat, unser Kolleg zu positionieren, zu sagen, was ist eindeutig, was ist neu sozusagen an der Art und Weise, wie wir an den Markt gehen, vor allem mit dem Zweck, interessante, engagierte, talentierte Fellows für uns zu gewinnen. Daraus ergibt sich natürlich gleich die Frage, was glauben wir, was einzigartig ist, wenn wir jetzt in den Wettbewerb mit den anderen Wissenschaftskolleg gehen. Ich sehe es an verschiedenen Punkten. Also erstens mal, wir sind die erste Business School in der Wettbewerbslandschaft der Wissenschaftskollegs. Und damit ist es für uns wichtig, dass das Thema, was wir auswählen, auch für die Wirtschaft relevant ist. Natürlich in den Rückkopplungen zur Gesellschaft. Das ist ja ein Wechselspiel, Wirtschaft und Gesellschaft. Aber wir haben sicher einen Fokus auf Wirtschaft und es soll auch die Führungskräfte in der Wirtschaft interessieren. Das ist speziell. Dann auch im Verhältnis zu anderen Wissenschaftskollegs hat unseres das Ziel, auch Orientierung zu geben, Empfehlungen abzugeben. Lösungen ist vielleicht ein bisschen ein hochgegriffenes Wort, aber Lösungsbeiträge zu geben, ist sicher etwas, wo wir nicht einzigartig, aber uns unterscheiden von vielen anderen. Dann natürlich auch ist uns ein ganz großes Anliegen der Transfer dessen, was hier passiert, in die Gesellschaft. Da sehe ich auch meine Aufgabe drin, sicherzustellen, dass das geschieht in Form von Publikation, in Form von Veranstaltungen, zu denen auch die Öffentlichkeit eingeladen ist. Und typisch für HSG auch die starke Verankerung des Kollegs hier in der Community. Das beginnt damit, dass auch Forschende an der HSG auch sich um die Fellowships bewerben können. Der Convener, der quasi das Thema koordiniert, soll Teil der HSG Faculty sein. Und wir sind hier jetzt gerade, Athena, in der wunderbaren Architektur
des Japaners Fujimoto zu Hause, der Square. Das Square ist für mich die architektonische Inkarnation dessen, was wir wollen, transdisziplinär, interdisziplinär Zusammenarbeit, und dieser wunderbare Ort, der lädt dazu ein, eben vieles zusammenzubringen, was nur mit einer sehr komplexen Anlage zusammengebracht werden kann. Also erstens ist es strategische Positionierung, sehe ich wichtig, dass ich mich da insbesondere drum kümmern sollte. Das Zweite ist auch der Link zwischen dem Kolleg und der Uni herzustellen. Ich habe über 30 Jahre HSG-Erfahrung, kenne sie also einigermaßen, und das empfinde ich wichtig. Und dann natürlich zusammen mit den anderen Beiratsmitgliedern, der akademischen Leiterin, der Claudia Brühwiler, quasi als Sounding Board zur Verfügung stehen. Und sie hat ja schon sehr viel wertvolle Vorarbeit im Rektorat Ehrenzeller an dieser Stelle geleistet.